Ich will es mal so formulieren. Ich bin ja streng genommen gar kein klassischer Direct-to-Garment-Kunde, weil ich ja auch kein POD oder ähnliches mache, sondern wir sind ja eigentlich ein klassischer Siebdrucker. Klassische Siebdrucker funktionieren tatsächlich völlig anders wie eure bisherige Kundschaft, um das mal ganz deutlich zu sagen. Weshalb ich dann auch tatsächlich mich nie wirklich für Kornit und deren Produkte ernsthaft interessiert habe. Mit der Apollo haben wir jetzt auf einmal ein Werkzeug in die Hand bekommen, das ganz neue Dinge kann, die man vorher überhaupt nicht darstellen konnte in unserem Bereich. Weil wir haben einfach die Problemstellung, mindestens 50%, wenn nicht sogar mehr unserer normalen Kunden werden von der Masse der jeweils produzierten Textilien immer größer, aber die Einzelaufträge werden immer kleiner. So, was natürlich am Ende dazu führt, dass unsere Produktivität im klassischen Siebdruck immer schwieriger darstellbar ist. Das heißt, am Ende haben wir zum Beispiel 2023 einen Stundendurchschnitt von nur noch 125 Druck in der Stunde gehabt. Das heißt natürlich, dass unsere wirtschaftliche Effektivität darunter leidet. Am Ende, wenn du es ja genau betrachtest, hast du ein Siebdruckkarussell, das ungefähr 50% der Zeit steht, anstatt zu produzieren. Mit der Apollo kann ich jetzt einfach hergehen und sagen, ich produziere ohne große Stillstandzeiten. Und ich brauche weniger Personal. Das heißt, auf der einen Seite habe ich eine enorme Kostenersparnis im Personalbereich. Auf der anderen Seite habe ich auf einmal ein Problem nicht mehr, das ich vorher hatte. Nämlich, woher bekomme ich Personal? Das heißt, ich kann mein Personal auf einmal wieder komplett einsetzen und bin auch dadurch effektiver. Ich muss niemanden entlassen. Bin sicher, die Zahlen werden stimmen. Können wir mit der Apollo hochwirtschaftlich und hochwettbewerbsfähig in diesem Siebdruckbereich agieren. So, wir haben überhaupt noch keine Kontakte zu diesem klassischen POD-Bereich. Das werden wir dann später mal gucken. Das wird mit Sicherheit für uns auch ein zusätzlicher Markt, den wir dann irgendwann bedienen wollen, können und werden. Aber im Moment ist es tatsächlich ein reiner Ersatz für den Siebdruck, für den kleinen Siebdruckbereich und wir werden dann aus beiden Welten das Optimale nutzen. Zumindest ist das der Plan.